Die Vanklasse C65 SL von Glücksmobil. Was auffällt ist wirklich die Breite. Wir haben hier Van-Kastenwagenformat. Wirklich die Breite von einem Kastenwagen. Wir haben also wirklich absolute Kastenwagenbreite und trotzdem einen Innenraum wie ein großes Wohnmobil. Das Glücksmobil C65 SL auf Citroën-Basis mit viel Power. Üblicherweise haben diese Fahrzeuge auch noch ein bisschen mehr Zuladung, weil natürlich die fehlende Breite dann auch noch mal etwas an Gewicht spart. Aber ein sehr kompaktes, richtig großes Wohnmobil, das so wendig und mobil ist wie ein etwas größerer Kastenwagen. Das freut die Leute. C65 SL, Basispreis 65.199 €. Hier ist alles mit drin, der Endpreis. Also ihr seht, da muss gar nicht mehr viel dazugestellt werden. Die Fahrzeuge, wie sie hier sind wirklich gut ausgestattet. 67.386 €. Und da ist alles mit drin. 2,2 Liter Blue HDI mit 140 PS und 650 Kilogramm Zuladung schon bei 3,5 Tonnen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr lastet den mal um nochmal 600 Kilo auf, dann sind wir bei ungefähr 1,3 Tonnen Zuladung. Wenn die neue Regelung denn kommt, beschlossen wurde sie ja, also 4,25 Tonnen mit einem Führerschein Klasse B als Wohnmobil mit mindestens 2 Jahren Führerscheinerfahrung. Das stand, glaube ich, so da drin. Muss noch jeweils in nationales Recht umgesetzt werden. Wir werden sehen, wann es kommt. Ja, sehr kompaktes Fahrzeug. Die Breite natürlich knapp über 2 Meter. Das macht das Fahrzeug unglaublich wendig. Also daneben der Kandidat mit 2,32 Meter und die 20 Zentimeter im Innenraum merkt man es gar nicht so stark. Das ist natürlich gerade optimal für 2 Personen. Ein Fahrzeug, bei dem man wirklich immer noch denken muss, man ist in einem Wohnmobil, weil man könnte es vergessen und das könnte sehr traurig werden, wenn man natürlich vergisst, dass man in einem großen Fahrzeug ist. Es ist ja doch ein bisschen höher, ein bisschen länger. Aber wirklich ein toller Reisebegleiter, auch für etwas höhere Geschwindigkeiten. Denn die Power hier von dem Motor, hier kann man ganz bequem 130 fahren. Also dann auch noch die Breite. Also ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. 4 Staufächer. Überall sind nochmal Staufächer eingearbeitet. Das Ganze, ja, Sunliving steht drin, Adria steht drauf, hier oben aus Slowenien. Es spricht vieles dafür, dass Adria der Hersteller ist hier. Und dann hat natürlich Glücksmobil einen richtigen Griff gemacht, denn einer der wirklich besten Hersteller Europas in der Kooperation mit Glücksmobil, das ist natürlich richtig groß. Ja, 2 Gasflaschen, jeweils 11 Kilo, sind hier hinten eingebaut. Bei den kompakten Fahrzeugen haben wir das ganz oft. Hier natürlich die Gasschranke und hier sieht man, also hier kann man bis auf den Boden gucken, das ist komplett geöffnet auf beiden Seiten. Also Gas ist ja schwerer als Luft und sollte es zu einer Leckage kommen, dann kann hier auch nicht so viel passieren. Die Fenster sind aufgesetzt, aber vollkommen okay. Sind also wirklich ganz, ganz flach, nur man kann es nur gerade so erahnen. Es sieht von der Seite fast noch ein bisschen mehr aufgesetzt auf, ist es aber nicht. Eine große Lippert-Aufbautür. Ein paar Stück habe ich ja schon gefilmt, deswegen habe ich das sofort erkannt. Ich hoffe, ihr könnt sehen, da steht Lippert drauf. Und das Ganze auch, ja, es schließt auch satt. Ja, Empfehlung hier ist immer noch mal ein Zusatzschloss. Das sagt also vielen Leuten, hört mal zu, wir haben uns gesichert, du kommst hier nicht in der normalen Zeit rein. Das Ganze bekommt ihr übrigens auch für die Fahrer- und Beifahrertür. Ist immer so, naja, die Profis kennen sich aus, wenn die Zusatzschlösser sehen, die sind abgeschlossen, da haben die erstmal keine Lust drauf, weil sehr gerne wird nämlich hier dieses kleine Fenster dann noch eingeworfen und dann anschließend das Fenster geknackt und dann versucht ins Fahrzeug irgendwie reinzukommen. Und mit Zusatzschloss kriegt man zumindest die Tür nicht auf und dann wird das Ganze nicht so schön. Also dann braucht man viel Zeit und Zeit, das ist immer das, was die Leute nicht haben. C65 SL, ich zeige es euch nochmal, das Modell. Wir gehen gleich mal rein und mein Tipp ist immer, wenn ihr unsicher seid, mietet euch die Fahrzeuge, die könnt ihr hier auch mieten auf glück-renn.de. Und dann könnt ihr euch ein Bild davon machen und seid dann ganz sicher, ja, ist es das oder ist es das nicht. Mit dabei schon Leichtmetallfelgen. Und ja, wir gehen am besten mal rein. Glücksmobil 2,12 Meter.
Alles ein bisschen anders. Hier ein kleines Schuhfach mit drin, aber es ist vorhanden. Gefällt mir auch richtig gut. Ich mag immer Schuhfächer, weil du weißt ja nie, wohin mit den Schuhen. Und wenn du erstmal, ja klar sagen die Leute, ja hinten in den Kofferraum. Aber ich muss ja irgendwie erstmal rauskommen. Was auffällt, dunkler Boden, also dunkelbrauner Holzboden. Ein Vinyl-Designbelag könnte es sein. Hier großer Griff, auch sehr stabil hier befestigt. Also ich rüttel, das ganze Wohnmobil wackelt, aber hier passiert nichts. Dann 3 Scharniere, auch hier nochmal an der Aufbautür. Fliegenschutz ist natürlich integriert. Auch hier habe ich eine integrierte Verdunklung und das Schloss. Und auch hier wirklich sprecht mit eurem Händler. Vielleicht kann der euch ein Zusatzschloss montieren, denn es hat eine Haltung. Das ist auch für das Zuhalten vollkommen in Ordnung. Aber man muss es ja potenziellen Dieben nicht so leicht machen. Große Sitzbank, was auffällt, die Sitzbank ist angewinkelt. Das heißt, man hat also hier nochmal ein Rückenkissen mit dabei, eine sehr lange Sitzfläche, also auch für Sitzriesen bestimmt sehr bequem dort zu sitzen und Platz für 2 große Personen. Also wir sind ja hier auf einer Breite von 2,12 Meter und jetzt sieht man natürlich, das Ganze führt sich fort. Hier habe ich das Fahrerhaus und trotzdem habe ich viel Platz. Also ich habe ein Panoramafenster auf der Seite hier mit drin. Ja, sieht man natürlich die Handschrift wirklich der Slowenen. Also das ist wirklich feinste Verarbeitung. Alles designmäßig auf dem absoluten Stand der Zeit. Wenn ich hier dran wackle, das ganze Wohnmobil wackelt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist alles. Hier alle Klappenfenster. Hier ist innen nochmal Holz verschraubt. Also eine ordentliche Qualität. Hier eine kleine Leselampe mit drin. Also die kann ich hier aktivieren. Habe hier meinen Citroën mit Fahrhaus Klimaanlage, 6-Gang Automatik, viel Power mit dabei, eine tolle Anhängerlast auch mit dabei. Also ich kann hier auch nochmal ein Pferd ziehen, ich könnte ein Schiff ziehen, ein Boot oder einfach nur einen Anhänger oder ein Auto auch dahinter, was natürlich gar keinen Sinn macht, aber es würde gehen. Das Ganze hier, das Panoramafenster kann ich öffnen, das ist auch stufenlos. Hier mit dieser kleinen Rändelschraube kann ich das Ganze anheben. Hier habe ich dann noch eine Verdunklung mit drin. Und hier oben nochmal ein Fliegenschutz. Das heißt, wenn ich es aufmache, Stoßlüfte. Bloß bei dem Fenster wirklich darauf achten, wenn es jetzt regnet, dann regnet es komplett ins Auto rein. Und je nach Regenguss habt ihr die ganze Soße dann im Auto. Also macht zu, wenn ihr geht. Dann ganz offenes Design. Längsbetten, das ist wirklich toll. Also eine große Küche hier mit drin. Mit Piezo-Zündung und der Kühlschrank hier, Doppelkühlschrank von Dometic. Das heißt, ihr könnt ihn sowohl vom Schlafzimmer als auch vom Wohnzimmer einfach öffnen. Sowohl von der Seite als auch von der anderen Seite. Wir haben ein 3-Flammen-Kochfeld hier mit drin. Das große Kochfeld hier mit eingebaut. Und eine Edelstahlspüle mit drin. Doppelbett als Liegewiese-Funktion hier, die ist jetzt hier montiert. Da ist eine Lippert-Leiter dabei. Also man hat nirgendwo gespart hier. Alles hier vom Feinsten. Das Ganze kann man hier einfahren. Mal gucken. Ja, mit einer Hand kriege ich es jetzt schwer rein. Es hat sich kurz verkantet. Muss gerade mal schauen. Wahrscheinlich kann es sein, dass man dieses eine Brett, was hier drin ist, leicht anheben muss. Auch das. Ich behelfe mich mal. Nee, ich krieg's im Moment nicht rein. Könnte aber auch sein, ich guck mal gerade, dass hier noch eine Sicherung mit drin ist. Ihr merkt, ich will nicht aufgeben, so dass man also hier das leicht anheben muss. Ja. Und dann kann man es reinschieben. Also es funktioniert wie folgt. Das ist eine rein Schiebesicherung mit drin. Die ist auch sehr, sehr stabil, sodass so Leute wie ich das nicht auf Anhieb dann zerstören können, wenn man es nicht genau weiß, wie es funktioniert. Und die lauft dann in diese Nut rein. Man hebt es an, zieht es drüber und dann klackt es richtig rein. Und es kann sich also während des Betriebes nicht nach hinten rutschen, was bei vielen der Fall ist. Und das würde man natürlich nicht sehen, weil das Polster erstmal drauf ist und der nächste, der kommt, der bricht dann nach unten ein und könnte sich vielleicht verletzen. Und das ist hier natürlich durch diesen simplen Mechanismus, also anheben und dann schieben, dann nochmal besser gelöst. Ja, großes Fach hier unten drin, große Betten und
3 Schränke drüber. Hier ist das Lichtsystem auch nochmal drin als Schienenversion verbaut. Das könnt ihr hier unten sehen. Diese kleinen Lampen, die dort sind, die lassen sich in der Höhe nochmal verschieben. Jeweils USB-Steckdosen dabei, ein Kissenset dabei. Also es macht einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Die Leiter, die ist so leicht, die kann ich also hier mit einer Hand einfach bewegen. Alles soll ja möglichst leicht sein, wobei ich bei dem Fahrzeug richtig Zuladung habe. Das ist natürlich das Coole. Also wir haben eine maximale Zuladung, hier nochmal einen Kleiderschrank mit drin, auch für hängende Dinge, die ich mitnehme. Ansonsten besorgt euch kleine Boxen. Das ist hier bei den Schränken immer so mein Tipp. Und auch hier das Ganze nochmal auf der Seite, also Stauraum satt, plus nochmal die Heckgarage und im Boden nochmal eingelassen, Stauräume. Das ist wirklich gut. Hier 2 Schränke. Hier sind die Gasabsperrhähne hier in dem Fall drin und jeweils 2 Schränke. Ne, ein Schrank ist noch drin. So, haben wir gezeigt. Das Bad fehlt noch. Da ist es. Auch hier mit unserem Schwenkwaschbecken, das zeige ich euch gleich mal. Also eine große, hochwertige Dusche hier mit eingebaut, die wirklich ordentlich ist. Und wenn ich in der Dusche stehe, hat es einen riesen Vorteil. Ihr seht also, hier ist nochmal die Duschstange, hier ist nochmal eingehangen. Zum Duschen würde ich die wirklich rausnehmen. Stehhöhe hier ca. 1,85 Meter mit drin. Und dieser kleine Schalter hier, der wird aktiviert. Dann könnt ihr dieses Schwenkwaschbecken einfach runterschwenken und habt dann wirklich ein großes Waschbecken. Unter der Toilette müsst ihr auf Toilette dann natürlich das Waschbecken kurz hochdrücken. Dadurch spare ich aber jede Menge Platz. Hier nochmal ein Spiegelschrank. Da ist er mit drin. Und nochmal ein kleiner Badezimmerschrank auf der Seite. Platz kann man ja gar nicht genug haben. Sehr, sehr stimmig. Und das Ganze als Raumbad-Ausführung. Das heißt, ich kann reingehen, habe alles in einem mit drin. Dusche, habe das Waschbecken mit drin und die Toilette natürlich mit einer Kleiderstange, die unten drin liegt. Hier sieht man auch noch mal so kleine Details, wie hier das Ganze ist magnetisch ausgeführt. Also hier dieses Teil geht gar nicht raus. Erst, wenn ich es reindrücke, ist es auch ordentlich verriegelt. Aber ihr seht, also das Teil kriege ich gar nicht dazu, dass es irgendwie, nee, es funktioniert nicht. Also es ist immer gerade, ich kann nicht hängen bleiben. So muss das sein. Auch hier die Polster, eine ganz, ganz schöne Haptik hier mit drin. Also hier hat man so wirklich tolles Kunstleder mit eingebaut. Fühlt sich gut an. Also es ist, ja, der Hersteller, der weiß, wie es geht. Kleiderschrank hier auf der Seite. Und wenn so die ersten Leute kommen und sagen, na ja, habe ich ja keinen Kleiderschrank gehabt hinten, wo ich das so einfach rausgeben kann. Nee, braucht ihr nicht. Ihr habt einen riesengroßen Wohnwagen-like Kleiderschrank, also der so groß ist wie in einem Wohnwagen. Der ist hier auch nochmal mit drin. Und noch eine Sitzgelegenheit, die könnt ihr einfach rausziehen. Also wenn ihr hier dran zieht, dann kommt die Sitzlehne mit raus. Und damit der Durchgang natürlich frei bleibt, ist das Ganze dann nochmal zum Reinklappen da. Für mich ein sehr stimmiges, tolles Konzept. Es steht in der Nähe von München, zwischen Augsburg und München. Wir sind bei Glück Freizeitfahrzeuge, Coupé-Einstieg übrigens. Das heißt, ihr müsst nicht zwingend eine Stufe haben. Ist natürlich, wenn ich ein bisschen länger stehe, würde ich mir im Supermarkt einfach eine kleine Stufe kaufen, würde die einbauen. Und dann habe ich bei dem kompakten Fahrzeug hier wirklich alles mit drin. 67.386 €. Der C65 SL, Basispreis 65.199 €. Wir sind bei Glücksmobil. Da steht er. Danke fürs Einschalten. Abonniert German Television. Also drückt auf die Abo-Taste. Und ich freue mich in Frankreich ein Loch im Bauch, wenn ihr das tut. Es kostet euch keinen Cent, aber prüft bitte, habt ihr auf die Abo-Taste gedrückt, ja, abonniert. Denn mit knapp 9 Millionen Zuschauern in 90 Tagen haben wir nur 340.000 Abonnenten. Das muss sich ändern. Helft mir. Tschüss.